Hallo, ich bin Andreas. Heute habe ich als erstes, als ich den PC angemacht habe und ins Internet geschaut habe, die Nachricht gelesen, dass in den USA 300 Priester wegen sexuellem Missbrauch an Kindern benannt worden sind. Das ist halt ein Thema, sexueller Missbrauch in der Kirche, primär in der katholischen Kirche, ist ein Teil der derzeitigen Offenbarung, ein großes Thema. Das ist natürlich lange Zeit ein Tabu gewesen. Man hat es so gut wie möglich verschleiert, aber es hat keinen Sinn, das immer weiter zu vertuschen. Und dieses gehört mit zur Endzeit, zu dem Ende einer bestimmten Entwicklungsphase. Das Ende ist die Offenbarung, das heißt das Benennen, was ist gewesen, was ist das Resultat. Und da gehört dieses zu. Ich weiß, dass ich viele Leute nerve damit, dass ich wieder ein schwieriges Thema anspreche oder gerade so ein Thema. Aber wir müssen das halt machen. Und ich sage mal, wir machen es für die zukünftige Generation, für die Kinder, die noch hier geboren werden in unsere menschliche Gesellschaft, dass die nach Möglichkeit ja verschont werden von bestimmten ja von bestimmten Gefahren. Also 300 Priester. Interessant ist, dass die Institution, die ja für Christus steht, sich dahingestellt hat, sich selbst erkoren hat. Es gab sie ja gar nicht zu Christus Zeiten oder zu Zeiten der Jünger, die sich selbst zum Thema gemacht hat, dass sie den Menschen Schulden vergeben will, Schuld vergeben will, dass sie zum Beichten kommen können, an den Beichtstuhl und erzählen können, was sie Böses gemacht haben. Und wenn sie dann Geld bezahlen, dann wird ihnen sozusagen von der Kirche, vom Priester oder Pfarrer vergeben. Gerade diese Institution kommt ja immer mehr ins Blickfeld, was eine der größten Schuld betrifft, den sexuellen Missbrauch. Sexuellen Missbrauch an Kindern, aber auch an Jugendlichen und an Erwachsenen. Das wird alles jetzt hochkommen und es ist wichtig, dass es hochkommt. Es ist doch dreist von der Kirche zu glauben, sie kann irgendeinem Menschen eine Schuld vergeben. Woher haben die Kirchenleute überhaupt die Befugnis oder die Befähigung, etwas vergeben zu können? Sie können nichts vergeben. Sie können sich selber persönlich vielleicht etwas vergeben, wenn sie das schaffen, aber sie können keinem Menschen etwas vergeben. Ebenso, dass man innerhalb der Kirche sich heilig spricht gegenseitig oder irgendein Kirchenmensch einen anderen Menschen heilig spricht. Woher hat dieser Kirchenmensch diese Autorität? Das ist gar nicht möglich, weil die Heiligsprechung von oben nach unten erfolgt und nicht hier unten geschehen kann.
von Mensch zu Mensch. Man kann sich gegenseitig Respekt zollen, etwas toll finden oder etwas weniger toll finden, aber man kann niemanden heilig sprechen. Das geht nicht. Ja, das wollte ich jetzt mal sagen. Beginne jetzt dieses Video heute mit diesem schwierigen Punkt. Aber es ist wichtig und richtig, dass das alles jetzt offengelegt wird. Das gehört dazu, die Privatsphäre gibt es nicht mehr. Das gehört halt mit zur Offenbarung. Wir packen alles auf ins Licht und sagen mal, stell mal fest, was ist die letzten 2000 Jahre eigentlich so geschehen in der Entwicklung des Menschen? Das ist interessant, ja. Das ist wichtig, dass wir das machen. Das ist der eine Teil, dass wir das Schöne benennen. Das ist auch wichtig. Das gehört auch mit zur Offenbarung. Das ist der andere Teil. So, und das darf man nicht aus dem Blickfeld lassen. Das ist halt immer der Punkt, zu schauen, ob man noch die Balance finden kann und sich nicht von den negativen Sachen runterziehen lassen oder so erschrecken lassen, dass man keinen Mut mehr hat, etwas überhaupt zu sagen oder zu denken oder etwas Positives zu sagen. Diese beiden Sachen, das ist schön, wenn wir sie vollbringen. Und ja, wenn ich jetzt gleich noch etwas Schönes sagen kann, hänge ich hier gleich noch etwas Schönes dran. Ich mache mal eben gerade eine kurze Kaffeepause. Okay? Also auf der einen Seite hat es mich angekotzt heute Morgen als erstes das zu hören, diese Nachricht. Auf der anderen Seite ist aber das Positive, dass es benannt ist und keine Verschleierung mehr. Und so müssen wir das sehen. Und so müssen wir das überall sehen, in allen gesellschaftlichen Ebenen, auch in der Politik und in der Wirtschaft. Da läuft ja seit Monaten immer mehr die Offenbarung, wo ist da gemauschelt worden, gelogen worden, betrogen worden. Gerade Autoproduktion, was haben wir da in dem Bereich, wirtschaftlichen Bereich, in dem finanziellen Bereich. Es kommt jetzt alles hoch. So, und dann finden wir vielleicht mal mehr dazu, dass wir vernachlässigt haben, uns geistig weiterzuentwickeln. Wir haben uns zu sehr einlullen lassen von dem Konsumterror und von einer permanenten Besudelung und Eingerede, Werbung, 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 das Einlullen. Und unser Geist, der ursprünglich weit war, unser Geistesfeld, ist immer mehr reduziert, immer mehr reduziert, immer mehr reduziert, wird immer kleiner, wird immer kleiner, wird immer kleiner, immer kleiner, nur noch winzig und besteht letztlich nur noch aus, was kann ich fressen, 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 was kann ich Schönes kaufen, 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 dies und das und noch schöner und noch größer und noch größer und noch größer und mehr 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 und oh, da ist was Neues, das will ich auch haben und da was Neues und da was Neues und da noch und da noch und da noch und dann ist der Geist letztlich nur noch so winzig klein und dann darf man sich nicht wundern, wenn irgendjemand kommt und der macht mal so und kickt ihn weg. Ja, okay, das musste ich jetzt mal so sagen. Also, und ich bin dafür, dass wir unseren Geist wieder vergrößern. Größern. Weniger Konsum, weniger Denken an die Dinge, was man kaufen kann, sich weniger einlullen lassen, den Mut zu haben, nein Leute, weg, weg damit. Nach Möglichkeit sehen, mehr Zeit für das Denken aufzubewahren. Ja, dass unsere tägliche Arbeit oder womit wir uns beschäftigen, das können wir auch etwas reduzieren und sagen, was ist denn eigentlich Schlimmes daran, wenn wir jeden Tag mal 2 Stunden uns hinsetzen, irgendwo und es genießen und wir denken mal frei, ob allein oder mit anderen zusammen, dass das mal Teil unseres Alltags ist. Und zwar grenzenlos denken. Grenzenlos.
alle Themen, alles, was es gibt. Da bin ich für. Okay, so, das wünsche ich uns. Und jetzt mache ich erstmal, ja, erstmal Schluss. Okay, ciao. Also, ciao.